So, da sind wir wieder und weiter geht es. You'll like this place. A lot of movie people hang out here. You like jazz, Cole? The hopheads love it. Sure, I guess. Big bands and swing I can understand, but this bebop palaver? How are you supposed to dance to that? This is Phelps, Leroy. Be nice to him. You'll like this place. They treat you right. You like a table, Roy? What do you think we want to do? Stand at the bar like I'll chumps? get a table ready for you then. Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cole, this is Alphonse. He's a French Negro from Africa. Can you beat that? The Congo. A pleasure to meet you, Alphonse. Is Elsa singing tonight? Yes, she is. She has the next set. Come on, Cole. You can meet Elsa while they're fixing us a table. You'll like her. She's something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about it. Get your hands off me. Don't ever tell me what to do or what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, detectives. Just through the door. Was my only real friend, Harley. We went through it all. You realize what he meant to me? Of course I do. You have no idea. You said it was construction work. It was an industrial accident, Elsa. How can I be held responsible? Elsa, are you going on? Louis, for God's sake, he was my best friend. The only man who ever loved me without putting his hands on me. Hi, Elsa. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. And why would I want to meet another fascist from the LAPD? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me, and then this. Who do you think you're talking to, you German junkie whore? Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Mr. Fix-It to the mental wreckage of Hollywood. Einfluss von Heroin bei der guten Dame. So what about that drink, Geh ich mal schwer boys? von aus. Gut, das fallende Idol. Du hast dir für deine Leistung eine Beförderung verdient. Mach dich bereit für eine Versetzung. Ja. Ja, Verdienstfall. Gut, Fallbericht. Gefundene Hinweise 15 von 18. Fragen richtig, total der Hammer. 5 von 11, ich glaub's ja nicht. Fahrzeugschaden 118, Sachschaden 214. Ach so. Wären wir schneller im Apartment gewesen, dann hätten wir den Schläger noch eine Lektion erteilen können. Naja, Hauptsache befördert, mehr Kohle, wen interessiert das schon? Das sind doch nur Menschen. Einmal Leben gesehen und dann sind sie mir scheißegal. 6 Monate später. Der Lippenstiftmörder. All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Floyd Rose of the Homicide Squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a
fine lawman of the old school will be taking you under his wing. Your first case is the murder of a woman, found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. Wenn du Abteilungen abschließt, schaltest du Straßen von Noire frei, wo du durch die Stadt patrouillieren und Verbrechen. Manu. Do you have the address? It's been all over KGPL. It's off Temple Street, between Belmont and Glendale. Also irgendwie in der Zwischensequenz kam mir das alles schon recht blutig und brutal vor. Der hat da gnadenlos auf die lebendige, das darf man nicht vergessen, Fahrzeug freigeschalten, auf die lebendige Dame einfach eingeschlagen. What happened to Rose? Parker wants the chief's job. Word is it's either going to be him or Thad Green. So they're both clearing the decks. Where does that leave you, Galloway? Leaves me saddled with a chump Ein like you fellas. Straßenverbrechen, da fangen wir I didn't natürlich ask erstmal for you hin. and I don't want you, so keep it to yourself. See if you can learn something about seeing how a real cop operates. What did he mean by the werewolf? Medallion. The Daily News came out calling him the werewolf killer. The Examiner came up with the Black Dahlia. Any closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys running down leads, and we got nothing. You don't think this has anything to do with it? No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy gets into a beef with his wife, he takes it too far. This will be the same. But cutting someone in half and leaving them off the sidewalk, that's a one-off. Why so many women this year? Because of the war. You should know that. Guy gets to kill people every day in combat. Comes home, he's expected to take lips with his wife. What do you think's gonna happen? It's that simple. Like I said, most of the time it is. Okay, ich war gerade so in den Text vertieft. Das könnt ihr mir mal glauben. So, jetzt sind wir hier schon am Straßenverbrechen angekommen. Todessturz. I'll do it! So help me God, I'll jump! You need to get up there. Let me do the talking, detective. I know a ton of this psychology stuff. You take the back alley and find a way up there. Los, spring doch und zeig, dass du Eier in der Hose hast. Meine Güte, ey. Dramatiker da, ey. Oh. Haben wir noch immer denselben Partner? Das würde mich mal interessieren. Wenn ja, dann ist er genauso ein Bubenturner wie wir. Schabadü, schabada, ich kletter die Leiter hoch. Es ist gar keine Leiter, sondern eine Regenrinne. Yeah, Daumen, sowas hab ich mir schon immer mal gewünscht. Ja, komm. Nee, wir haben auf jeden Fall einen neuen. Ich glaube, dieser Dicke da, und der kann jetzt schon nicht mehr. Der hat nur noch eins im Sinn, und zwar Burger King. Ha, was für ein Reim. Ja, komm. This what you wanted? I can't do it. I'll come quietly, I need some help. Please. You gotta get me some help. Meine Güte, ist das ein Schlapper. You're a danger to yourself and to others. Also der hat nur so Pinienkerne in der Hose, ey. Hat der erstmal so voll das Dramatikspiel hier. Statt Grammatik macht er Dramatik. Erstes Straßenverbrechen abgeschlossen. Rang aktualisieren. Oh, oh. Ey, aufpasse, komm. Also irgendwie fahre ich zurzeit miserabel. Cool, oder? Aber sicher. Die Sirene ist irgendwie nicht ganz so effizient.
kann ja nicht alles sein. Wie zum Beispiel einen richtigen Weg. Den kann man auch nicht richtig haben, sondern man kann nur ab und zu den richtigen Weg haben. Und zum Beispiel jetzt. Was gibt's denn hier so Schönes? Schauen wir jetzt mal ein bisschen in der Stadt auf dem... Ja, also dafür... Also ich soll hier auf die Passanten aufpassen, aber wenn die mir vors Auto springen, was soll das denn? Das ist doch voll unfair. Ich krieg den Ärger für, ehrlich. Die blöde Kuh, die hat angefangen, glaub mir das. Onkel Departmentführer, Chef, hat auch immer. Oder nicht. Jetzt mal so abwechselnd. Karte, Straße, Karte, Straße, Karte, Straße, Karte, Straße. Diese Straße kommt mir doch schon sehr gelegen. Was haben wir denn jetzt in Viertel hier? Jetzt noch eine Straße. Nee, also jetzt will ich irgendwie zum Fall, sonst passieren noch mehr Unfälle und das wäre einfach nur, ja, also da kommen dann so Kommentare so von 12-Jährigen so: Boah, du bist so schlecht, ehrlich. Was werden die Menschen wohl im Real Life von dir denken? Oh, das ist klar. Du bist 12 und bist sicherlich ein Auto gefahren. Klar. Kein Problem. Oder pass auf, hier, schau, ich parke hier, komm. Ich campe, oh mein Gott, los. Daumen runter, Dislike, whatever. Also. Manche Leute haben echt nur ein Problem. Die erstellen sich einen YouTube-Account, um einfach nur nervend zu sein. Tatort. 9:59. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. You're used to it, Phelps. Move it along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. Fußspuren, Blutspuren. Oh je, oh je. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Mann nicht nur auf die Frau eingeschlagen hat. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, Detective. No one's disturbed the body? No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. Gut, dann untersuchen wir das mal hier. Ah nee, erst... Oh. What can you tell me about the shoe prints? Eine... Men's size 8s. Pinker lifted impressions for me to compare back at the lab. Alles klar. Was gibt's denn hier vorne so zum Reden? Has the scene been secured? Patrolman Houlihan saw to it. The victim's personal effects are still where they fell. Gut, bevor wir hier die Frau untersuchen, gucken wir uns mal hier um. Also hier ist anscheinend nix. Eine Handeltasche. Gucken wir mal hier rein in das gute Stück. Looks brand new. Ein Can't be the one used on the body. Vielleicht deswegen der Lippenstiftmörder, oder hat er ihr
2 Lippenstifte in die Nase gesteckt, ihr den Mund zugehalten und dann hat sie keine Luft mehr bekommen. Mysteriös. Nein, ich bringe den Spruch jetzt nicht. Wie oft wollen wir ihn denn noch hören? Looks like some kind of puzzle or parlor game. Näher untersuchen. Aha. Jetzt können wir das. Aber schon klar, die Weltkarte. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Können wir das irgendwie auch zur Seite? Nee, können wir nicht. Wieso können wir das denn nicht von der Seite angucken? Achso, das muss hier so. Ah, so. Hoch. Das ist ja cool. The Bomba Club. Why steal a table lighter? Also, das ist doch ein recht cooles Feuerzeug, also. Natürlich, wenn man sich mal eben spontan die Kippe anzünden möchte, braucht das ein bisschen lange, aber... Und vielleicht hier etwas im Busch. Eine Karte von der... Was ich steht. Wo ich stehe und was ich stehe. Müll. Nein, kein Müll, sondern keine große Hilfe. Genau dasselbe, nur anders ausgedrückt. Gut, dann untersuchen wir mal die Frau. Could be the head injuries. She has been badly stomped. The cuts look superficial. I'll know for sure in an hour. Dann gucken wir uns mal den Kopf an. What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. Dann gucken wir mal, vielleicht finden wir noch am Tatort einen Baseballschläger. Gut, dann gucken wir uns mal, was ist das? Fick dich. Interesting. Ja, total interessant. Und am Arm, was finden wir denn hier für Informationen? What about this wound on the finger? Something removed. A ring, most likely. I assume it was taken post-mortem. Aha. Und hier scheint nichts zu sein. What does the writing on the victim mean? BD, like Dahlia, Tex. Your guess is as good as mine. Could be something to it, or it could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. Can we get to the Bomba? A man could die of thirst in a case like this. Ha. Ha, ha, Seems ha, ha. irrelevant. Doch nicht. Schade. Naja, alle Hinweise gefunden nach der Melodie, nach der Nacht, da. Komm, los geht's. Welches Auto nehmen wir uns denn hier? Ne, natürlich. Spaß. Eine Taube. Zum Bomber Club. Jetzt machen wir Fett Party, Junge. Aber hier schön den Drift. Das ist geil. Die Autos gehen hier ab wie... Ja, aufpassen, hier komm ich. The werewolf? For my money? Oh, fahr ich Copycat. jetzt entlang. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't Und you? die Sirene Big rein head und to hang los on geht der your wall. Spaß. Caller Jetzt of the achte ich mal decade. nicht so viel auf den Text, Been working sondern mehr auf die evidence for Straße. Mal gucken, was dann BDK passiert. for 6 months and got next. Ob There's a genau difference, der Rusty. selbe Mist hier Yeah? rauskommt I just oder started working it today. Okay, odd shot. vielleicht What's more etwas likely? The Verwendbares. werewolf comes back around, leaving us unknown in the courts. He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the Dafür police gibt's department eine as well? zweite Finish Straßenseite. those.
A guy opens his Platz. mouth again after 6 months of stewing. For some opportunist who's been reading about the BD figures, he'll rip out the ammo and get himself a freebie. That's not totally fantastical. You know, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder was them, locals. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another country, who knows? So Phelps, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, all right? A case will come and find you. Can't make it something it ain't, understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. You would have found him. Calling all cars, recent reports, officer needs help, shots fired, officer down, 6th Street and Lindley Place. Nee, ich kümmere mich mal lieber um die Hauptstory. Aber wenn ihr gerne mal so mehr Straßenverbrechen sehen wollt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Bitte sagt mir, dass ich... Oh nee. Moment. Gibt's hier eine Abkürzung? Hui! So, Abkürzung genommen. Auch wenn das jetzt recht unprofessionell war und sowas hier einer machen würde, da das sofort alles komplett kindisch abgespackt wird. Tja Leute, so bin ich halt. Aha. Bomber Club. 10:52 Uhr, 32. Ich bin sogar so blöd, dass ich die Uhr nicht lesen kann. Jetzt muss ich mal eben was machen. So, jetzt schon gut. Jetzt nehme ich schon wieder 22 Minuten auf. Also das ist noch immer dieselbe Aufnahmesession. Hey, honey, what time do you get off Wigan Table? Was gibt's denn hier so? Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? Fire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. Pour me 3 fingers of rye. Ja, der kippt sich hier schon voll während der Arbeit. Gut, dann gehen wir mal hier zu unserer Hibiskusblüte. Na, mein Schatz. Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Christ. Sure I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine was a lovely woman. So, ja, jetzt befragen wir mal den guten Kerle. Aha. Ich bin mal hier eben am Durchlesen. Was müssen wir denn für Fragen stellen? Verdächtiger, der mit Opfer gesehen wurde. Ring, der dem Opfer gestohlen wurde. Wissen über Ehemann. Ich hoffe, man hört das jetzt mal nicht im Hintergrund. Damit einer rasen, das geht doch nicht. Moment, ich mute mal eben. So, we done? So, und weiter geht der Spaß. Also, wir müssen den McCall, also anscheinend hat der Kerl keinen Vornamen,
Befragen, blaue Augen, 52 Jahre alt, männlich und graues Haar. Eigentümer des Bamba Clubs. Ja gut, was können Sie denn zum hier Verdächtiger, der mit dem Opfer gesehen wurde? Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. Mhm. Oh je, mini, oh mimi. Komm, das ist so ein chilliger Typ. Mit einer Hibiskusblüte. Nee, den Intuitionspunkt will ich jetzt noch nicht einsetzen. Ja, komm, Wahrheit. Wenn's falsch ist. Ja, eigentlich möchte ich den Fall jetzt alle Fragen richtig beantworten und alle Beweisstücke finden. If you're waiting for a free drink, it ain't coming. You know him? No. Richtig. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes. At around 11. If it helps, I made the guy's license plate. Ja, bitte sehr. I think this could be a great help, sir. Thank you. Vielen Dank. So. Netter Zettel übrigens. Ja, sowas machen wir uns jetzt auch für die Let's Play Community. Hier so Let's Play Community, dann unser Logo. Ja, dann kriegt jeder Abonnent eine Unterschrift. Gut, wissen Sie vielleicht etwas über den Ring? Denn dem Opfer wurde dieser gestohlen. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring. On the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. Uiuiui. Was steht denn so Gutes in unserem Notizbuch? Nee. Anzweifeln. I think you know where the ring came from, and I think you're gonna tell me. Okay. I bought it years ago. I carried a torch for Celine in those days. Guess I always have. Ja, Sie sind mir doch ein Charmeur. Und lieber McCole, was wissen Sie denn alles über Jacob, den Ehemann von der von dem Opfer, ja. Wie heißt denn die nochmal? You know the husband? Sure, I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. Celine, genau. Put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Naja, unser guter Freund sagt hier die Wahrheit. Was he ever violent with her? Nein! Gerade als ich auf Wahrheit gekluckt habe, hat er nach unten geschaut. Es wäre Anzweifeln gewesen. No. Thanks, Mr. McCole. You've been a big help. One more thing. Would you have an address for Celine? 142 North Union Avenue. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Ja, das war jetzt wohl mehr als Pech. Komm, wir gehen. Let's get out of here. Das war echt so. Ich habe gerade auf Wahrheit geklickt und dann hat er echt gerade nach unten geguckt. Oh, ist das blöd.
Na komm, telefonieren. Und jetzt nicht hier die Porno-Hotline ein.